Schönen guten Tag, liebe Freunde. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Ich grüße euch ganz herzlich aus dem fernen Sibirien. Ich hoffe, euch geht's gut im Alltag. In diesem Video möchte ich euch einige Nachrichten aus Russland gerne vorstellen. Russland ist ein sehr großes Land und jede Woche passieren bei uns irgendwelche Ereignisse und ich versuche, etwas Interessantes für euch zu finden. Habt ihr wirklich ein Interesse für das Alltagsleben in Russland? Dann bleibt bitte dran. Los geht's! Neue Regel für Haustiere. Die Staatsduma-Abgeordnete Nina Ostanina hat ein offizielles Schreiben an das russische Gesundheitsministerium gerichtet. Darin fordert sie, die geltenden Vorschriften zum Aufenthalt von Tieren in gastronomischen Einrichtungen zu überarbeiten. Ostanina erklärt, dass die derzeitigen Bestimmungen vorschreiben, dass in Gaststätten keine Insekten, Nagetiere sowie Vögel und Tiere vorhanden sein dürfen. Die aktuelle Formulierung schließe jedoch nicht aus, dass Besucher ihre Haustiere mitbringen. Ihrer Ansicht nach berücksichtigt das nicht die Interessen anderer Gäste. In ihrem Schreiben an Minister Michail Muraschko schlägt sie vor, die Formulierung zu präzisieren. Ostanina betont, dass solche Anpassungen zur Stärkung der sanitären Bedingungen beitragen und den Bürgern ein angenehmeres Umfeld bieten würden. Unterdessen erklärte Jekaterina Dmitrieva, Leiterin des Fonds zum Schutz städtischer Tiere, dass ein Verbot der Fütterung von Straßentieren keinen sinnvollen Effekt habe. Ihrer Meinung nach würde diese Maßnahme die Situation nicht verbessern und könnte sogar dazu führen, dass sich mehr Tiergruppen in Wohngebieten ansiedeln. Komplettes Verbot von E-Zigaretten. In Russland wird der vollständige Verzicht auf E-Zigaretten immer intensiver diskutiert. Jaroslav Nilov, Vorsitzender des Duma-Ausschusses für Arbeit und Sozialpolitik, erklärte, dass ein solches Verbot so schnell wie möglich umgesetzt werden sollte. Er betonte, dass elektronische Zigaretten äußerst offensiv auf dem Markt beworben wurden und sich dadurch besonders unter Jugendlichen verbreiteten. Das Einstiegsalter sinke kontinuierlich, so der Abgeordnete. Nilov erinnerte zudem an Fälle, in denen solche Geräte erheblichen Schaden verursacht haben. Sie explodierten und führten zu Verletzungen an Händen und im Mundbereich. Er wies auch darauf hin, dass Meinungsführer gegen Bezahlung jungen Menschen vermittelt hätten, E-Zigaretten seien weniger gefährlich als herkömmliches Rauchen. Am 6. November unterstützte Russlands Präsident Wladimir Putin den Vorschlag, den Verkauf von E-Zigaretten vollständig zu verbieten. Steuerbehörde greift in Moskau zu. In Moskau hat die föderale Steuerbehörde damit begonnen, die nicht offengelegten Einnahmen von Bürgern zu überprüfen, die offiziell keiner Beschäftigung nachgehen. Im Jahr 2025 wurden Maßnahmen eingeleitet, die sich auf arbeitsfähige Einwohner der Hauptstadt richten, die ihre Einkünfte nicht zur Besteuerung angeben. Diese Thematik hat große Bedeutung für den Arbeitsmarkt und kann sich direkt auf die Haushaltseinnahmen auswirken. Solche Kontrollen sollen dauerhaft durchgeführt werden, da es wichtig ist, Personen zu erfassen, die Gelder erhalten, diese aber nicht melden. Zuvor erklärte der Duma-Abgeordnete und Vorsitzende des Steuerzahlerverbands Artjom Kirjanov, dass die Steuerbehörde problemlos in der Lage sei, nicht deklarierte Einnahmen aufzuspüren. Bürgern, bei denen die Steuerbehörde solche Gelder entdeckt, werde abverlangt, deren Herkunft zu erläutern und entsprechende Nachweise vorzulegen. Preise für roten Kaviar. In Russland ist der Preis für roten Kaviar deutlich gestiegen. Zwischen Oktober und November 2025 verteuerte er sich um rund 33%. Und das, obwohl die Fangzeit in diesem Jahr erfolgreich war. Eine 200 Gramm Dose kostet inzwischen etwa 3000 Rubel. Experten warnen.
Vor dem Neujahrsfest könnten die Preise weiter steigen. Der Preisanstieg hängt vor allem mit der allgemeinen Inflation und höheren Produktionskosten zusammen. Sie haben die Vorteile der guten Fangsaison praktisch aufgehoben. Die Nachfrage nach echtem, natürlichem Kaviar stieg nur um 3%, während der Absatz von imitiertem Lachs-Kaviar um 18% zunahm. Der Grund liegt auf der Hand. Die künstliche Variante ist deutlich günstiger. Sie wird überall verkauft, sogar in Discounterläden. Außerdem ist sie kalorienarm, cholesterinfrei und gilt als hypoallergen. Im Laufe des Jahres ist der Preis für den imitierten Kaviar sogar um 6% gesunken. Auch schwarzer Kaviar wurde um 15% billiger und kostet jetzt etwa 12.600 Rubel pro 200 Gramm. Schwarzer Kaviar bleibt ein Luxusprodukt, teuer und mit stabiler Nachfrage ohne große Schwankungen. Roter Kaviar dagegen ist ein Massenprodukt, dessen Preis stark vom Feiertagsboom abhängt. Neue Truppengattung. In Russland wurde eine neue Truppengattung gegründet, die Truppen für unbemannte Systeme. Das teilte der stellvertretende Kommandeur dieser neuen Einheit, Oberst Sergei Ischtschuganow, mit. Nach seinen Worten sind die ersten Regimenter bereits formiert. Die Struktur steht fest. Ein Kommandeur wurde ernannt und militärische Führungsorgane sind auf allen Ebenen eingerichtet. Die neuen Einheiten arbeiten eng mit Herstellern von Drohnen zusammen. Dadurch können Modelle direkt an die aktuellen Einsatzbedingungen angepasst und verbessert werden. Ischtschuganow erklärte außerdem, dass der Aufbau weiterer Einheiten und die Verstärkung des Personalbestands fortgesetzt werden. In die Truppen werden Operatoren, Ingenieure, Techniker und andere Spezialisten berufen, die den Betrieb der unbemannten Systeme sicherstellen. Die Führungsstrukturen dieser neuen Truppen sind landesweit organisiert. Der Abgeordnete Juri Schwitkin betonte, dass die Gründung solcher Truppen längst überfällig war. Er ergänzte, dass unbemannte Systeme für die russische Armee heute wichtiger sind denn je und ihre Bedeutung stetig zunimmt. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke für das Einschalten. Ich bedanke mich für das Anschauen dieses Videos. Ich wünsche euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.